auf welche Aspekte legst du in Horrorwerken besonders viel Wert? Den Gruselfaktor der angsteinflößenden Gestalten? Das Gefühl der Isolation in einer komplett weltfremden Umgebung zu spüren? Die irren Momente, die die unglücklichen Figuren in hoffnungslose Situationen weit außerhalb ihrer Kontrolle werfen, welche die absoluten Grenzen des menschlichen Verstands erkunden? Oder vielleicht magst du einfach die Farbe Rot. Kein Problem, denn das gleiche tue ich auch. Szenen, in denen mehrere Liter an Blut unkontrollierbar in alle möglichen Richtungen spritzen, machen die Filme oder Serien, die sie beinhalten, nicht automatisch gut, aber ich würde behaupten, dass sie die in meisten Fällen verdammt nochmal spaßiger machen. Anime haben in der Regel qualitativ nicht besonders viel Glück, wenn es um Horror geht. Scheiße, die guten Anime-Horrorfilme und Serien, die mir spontan einfallen, kann ich auf einer Hand zählen. Wobei das bei Manga glücklicherweise eine komplett andere Geschichte ist. Eine Sache, die beide Medien allerdings in Sachen Horror gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie sich nicht davor scheuen, 1, 2 Gliedmaßen durch die Gegend zu werfen. Für Anime wären Sachen wie Genocyber, Elfenlied, Corpse Party und Another gute Beispiele. Und für Manga wären es Berserk, My-Chan's Daily Life, DeadTube und das heutige Thema Pumpkin Night. Ein bis heute laufender Horror-Manga, geschrieben von Masaya Kasono und gezeichnet von Seima Taniguchi, der im Jahr 2018 debütierte. Der recht simple Plot handelt von einer Bande von Schülern, die von der namensgebenden, psychopathischen, ziemlich cuten Mörderin, die während ihrer Flucht aus einer Irrenanstalt eine lange, brutale Blutspur hinterlassen hat, gejagt und gequält wird. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Geheimnisse gelüftet, die darauf hindeuten, dass unsere einst unschuldig wirkenden Protagonisten vielleicht nicht so herzensgut sind, wie man denken mag, und dass Pumpkin Night vielleicht Motive hat, die ihre hinterhältigen Taten womöglich rechtfertigen. Wenn du jemals Slasher wie Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. gesehen hast, kannst du dir wahrscheinlich denken, wie das dann alles ausgeht. Okay, ich sag's lieber sofort zu Beginn. Diese Reihe ist fucking dumm. Dümmer als ich. Das Handeln der Figuren ergibt fast nie Sinn. Es gibt Unmengen an wilden Setpieces und Plot-Twists in praktisch jedem Kapitel, die schwierig machen, die Story ernst zu nehmen. Und der Autor will wirklich, dass du ihm abkaufst, dass dieses kleine, dürre Mädchen, das so aussieht, als würde der kleinste Wind sie 5 Kilometer in die Luft wegblasen können, praktisch jede Person in Japan eigenhändig umbringen kann. Ich habe gespürt, wie meine Hirnzellen praktisch mit jedem Kapitel nach und nach abstarben und ich hatte die Zeit meines Lebens. Pumpkin Night zu lesen ist so, als würde man ein Zugunglück live miterleben. Eigentlich ist es eine grausame Ansicht. Tödliche Einzelteile fliegen überall hin und Leute werden vor deinen Augen in Stücke gerissen. Aber dennoch kannst du einfach nicht wegblicken. Die pure Abscheulichkeit der Reihe hat irgendwie etwas Faszinierendes an sich. Auf den ersten Blick sollte einem instant klar werden, wie sehr der Autor und der Künstler von klassischen 80er und 90er Slashern inspiriert waren. Das lässt sich an der verrückten Geschichte, den recht stereotypischen Figuren mit 1, 2 Ausnahmen und vor allem den Kills sehen. Pumpkin Night basiert sein Horror nämlich nicht auf Suspense oder eine langsame, allmähliche Eskalierung der Ereignisse, wie andere asiatische Autoren wie Junji Ito oder Yung Chang-wang es in ihren Werken tun, sondern fokussiert sich überwiegend auf puren, grenzenlosen Body-Horror. Zungen werden durchstochen, Augen werden ausgerissen, Brüste werden aufgehangen. Hey yo, schalt den Scheiß auf! Aber egal wie grausam und widerwärtig es wird, kann ich einfach nicht wegblicken. Wenn man seinen Kotzbeutel mal zur Seite legt und einen richtigen Blick auf die Zeichnungen wirft, wird einem nämlich klar, wie beeindruckend sie wirklich sind. Die Figuren und ihre Gesichtsausdrücke sehen in der Regel auch klasse aus und zählen wirklich die pure Angst, die sie in den letzten Momenten ihres Lebens spüren, perfekt. Würde ich Pumpkin Night einen komplett hirnlosen Manga nennen? Größtenteils schon. Aber würde ich behaupten, dass er überhaupt keine nennenswerten Themes hat, wäre das eine fette Lüge. Pumpkin Night, die Figur nicht der Manga, verkörpert eine Furcht, die sicherlich viele von uns haben. Sie ist ein Gespenst der Vergangenheit, das zurückgekehrt ist, um einen für seine früheren Fehler, die man selber nicht eingestehen will, zu bestrafen. Solltest du Personen gemobbt, nur um besser in die Clique zu passen, Leute aus egoistischen Gründen verletzt oder gedemütigt oder versucht haben, Essen aus der Küche zu schmuggeln, als alle wegschauten, hast du dich somit zu einem weiteren zukünftigen Opfer des Kürbiskopfes gemacht. Und ich denke, dass das eine verdammt coole Prämisse ist. Meine Probleme tauchen aber auf, sobald sie versuchen, die zweifellosen Gräueltäten von Pumpkin Night zu humanisieren. Und damit ich etwas ins Detail gehen kann, muss ich eine Spoilerwarnung reinpacken. Aber seien wir mal ehrlich, in diesem Fall jucken die Spoiler doch sowieso nicht. Also, die wahre Identität von Pumpkin Night ist Naoko Kirino. Eine Schülerin, die von ihren Klassenkameraden so sehr gemobbt wurde, dass ihr Gesicht nach einem schiefgegangenen Streich auf einer Halloween-Party komplett verbrannt und entstellt wurde, während ihr Crush und sekundärer Protagonist Kazuya Makino nur zusehen konnte. Daraufhin beschloss sie sich auf der einzigen Art und Weise, die sie kennt, Rache zu nehmen. Töten. Willst du wissen, warum sie ursprünglich gemobbt wurde? Okay, hier kommt's!
Ihr Aussehen war komisch. You what? Ja, das war's. Ziemlich lame, ich weiß. Vor allem, wenn man all die Geschehnisse, die darauf folgen, bedenkt. Doch je länger ich darüber nachdachte, desto mehr verschwand meine Enttäuschung irgendwie. Da Mobbing an sich nie gerechtfertigt werden kann und die Leute, die sich daran beteiligen, fast immer die dümmsten fucking Gründe dafür haben. Damit werden Naokos Taten aber immer noch nicht gerechtfertigt. Gott nein. Vor allem nicht, weil sie ständig Personen angreift, die nichts mit ihrem Over-the-Top-Rachezug zu tun haben. Außerdem ist anscheinend niemandem im Manga wirklich bewusst, wie gottverdammt bescheuert die Gründe für ihr Mobbing waren, weshalb es so wirkt, als würde der Autor wollen, dass wir anhand der genannten Eigenschaften teilweise zustimmen sollen, dass sie somit komisch/weird ist oder war. Bitch, nein. Wenn du tatsächlich denkst, dass das hier weird ist, hast du Weird nicht gesehen. Aber das macht es im Nachhinein schon etwas befriedigender zu sehen, wie die Main-Clique von ihr auseinandergenommen wird. Dieser Scheiß ist von der Tiefe und Thematik her nicht mal annähernd auf dem Level von Sachen wie Carrie, einem weiteren Horrorklassiker, der Pumpkin Night offensichtlich auch inspirierte. Doch... Spoiler-Teil vorbei. Pumpkin Nights Herangehensweise, wenn es um Themen wie Mobbing geht, kann für manche zu Recht etwas fragwürdig wirken. Schließlich bietet die Reihe ja keine anderen tiefgründigen Ansätze, die eine Diskussion eröffnen könnten, und ähnelt eher einer zügellosen, gewalttätigen Revenge-Trip-Story, die man als edgy Teenager in seinen College-Blog schreiben würde. Doch ich würde meinen, dass das an sich nicht unbedingt etwas Schlechtes ist. Die Ereignisse in Pumpkin Night sind nämlich so fern von jeglichem Realismus und Logik entfernt, dass es klar ist, dass der Autor nicht will, dass wir das alles ernst nehmen. Ich hätte ehrlich gesagt lieber so eine Serie mit oberflächlichen Themes, die nicht wirklich der Fokus der Erfahrung sind, als eine, die versucht, sich mit wichtigen Themen und Botschaften zu beschäftigen und dabei komplett auf die Fresse landet. Es ist Trash, aber spaßiger Trash. Lehn dich einfach zurück und genieß den beunruhigend gut gezeichneten Gore. Also ja, wenn du ein Fan von schlockigen B-Horror-Trash und wahnsinniger Gewalt bist, dann lies Pumpkin Night. Definitiv nicht für jeden und weit entfernt von Sachen, die ich anspruchsvoll nennen würde, also würde ich dich nicht verurteilen, solltest du sie skippen wollen. Dafür werde ich dir stattdessen Werke von den zuvor genannten Autoren empfehlen. Also dann, Happy Hello! Ich meine, frohes neues Jahr!